Hallo Leute, ich bin Wolfgang von McTrident und heute sprechen wir über ein super spannendes Thema. Rangebelt 2.0 versus 1.0, wo liegen die Unterschiede? Lohnt sich ein Upgrade? Das erfährst du in diesem Video. Wer unseren Rangebelt kennt, der weiß, das ist ein absolutes Signature-Produkt von McTrident. Beim McTrident Rangebelt war uns eine Sache wichtig, wir wollten ein Produkt bauen, was ewig hält und vor allem, was an Funktionalität keine Wünsche offen lässt. Und wenn man sich die beiden Gürtel anschaut, 1.0 versus 2.0, so denkt man sich ja von außen, irgendwie kein Unterschied, oder? Aber der wirklich krasse Unterschied, der liegt im Inneren des Rangebelt 2.0 und das ist nämlich das Thema Steifigkeit. Steifigkeit, das ist ein Thema, was wir immer wieder gefeedback bekommen haben, dass unsere Gürtel steifer werden sollen. Wer in der Vergangenheit schon einmal unseren Multicam Rugged Gürtel gekauft hat, der weiß, da war das bereits umgesetzt. Und der Grund darin, der liegt im Material des Ganzen. Beim Rangebelt in Multicam Rugged oder jetzt Rangebelt 2.0 in Multicam, da war es nämlich so, dass wir ein gewebtes Multicam-Band verwendet haben. Aber das Problem war, dass dieses Material nicht für alle anderen Farben verfügbar war. Und deswegen haben wir uns sehr intensiv auf die Materialsuche begeben, um eben wirklich einen steifen Rangebelt, also einen noch steiferen, in allen Varianten und allen Farbvariationen umsetzen zu können. Und herausgekommen ist dann eben der Rangebelt 2.0. Für alle, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten und sich fragen, hey, Rangebelt 1.0, 2.0, was kann euer Rangebelt überhaupt? Das erkläre ich jetzt ganz kurz. Generell, was wir bei unserem Rangebelt haben, ist ein Two-Layer-Belt-System. Das heißt, ihr habt einen Inner Belt, das ist auch bei uns sehr spannend, das ist der Inner Belt Rugged, der hat innen einen Kunststoff eingearbeitet und der sorgt dafür, dass das Ganze super steif ist, eine hohe Torsionssteifigkeit aufweist und eben auch, dass das Ganze an Ort und Stelle bleibt. Ihr habt es jetzt schon gesehen, ich habe das Ganze jetzt gewendet und jetzt habe ich hier eine Flauschgleitseite. Und auf dieser Flauschgleitseite, da wird dann der Rangebelt mit dem Hakenklett aufgesetzt. Das Ganze sieht dann so aus und der Innerbelt, das ist das Wichtige, der wird durch eure Hosenschlaufen gefädelt. Thema Hosenschlaufen, da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Der Innerbelt, also der Rangebelt, die haben beide eine Breite von 45 mm. 45 mm, warum ist das so wichtig, dass es genau dieses Maß ist und nicht 50 oder 55 oder 60? Weil 45 mm, das ist die Hosenschlaufengröße von jeder Jean oder Chino, die du da draußen findest. Das heißt, du kannst diesen Rangebelt mit egal was du trägst verwenden. Und der Innerbelt, der wird eben durch die Hosenschlaufen gefädelt, der Rangebelt, der wird dann darüber aufgesetzt. Ja, wenn man sich jetzt den Rangebelt anschaut und du kriegst vielleicht immer wieder mal Werbung von Rangebelts, dann wirst du dir denken, irgendwie ist doch alles dasselbe, oder? Und das muss ich eben total verneinen, weil der Teufel, der liegt nämlich im Detail. Viele Rangebelts, die du am Markt kaufen kannst, die schauen folgendermaßen aus. Die haben entweder auf den Außenseiten ca. 2 x 20 mm oder 15 mm großes Gurtband, was sozusagen außen sitzt und haben auch 45 mm Breite. Problem ist, da passt kein Molly drauf. Weil Molly, das sind 25 mm und die findest du bei uns hier als eigene Schlaufe in der Mitte von diesem Rangebelt. Außen hast du 2 x 10 mm Schlaufen und das erlaubt dir eben Folgendes, dass du jegliches Equipment, was Molly-kompatibel ist, perfekt anbringen kannst. Perfekt anbringen, worüber spreche ich da? Ich spreche darüber, dass Molly-Taschen, wie zum Beispiel hier, dieser Cry Precision Auto Pouch, nicht hoch und runter rutschen. Das liegt eben daran, dass der Molly-Standard bei diesem Belt eben perfekt umgesetzt ist. Und egal was du dran montierst, hier habe ich zum Beispiel auch einen Spirito Systems Juster Pouch, das Ganze hält an Ort und Stelle und bewegt sich nicht hoch und runter. Wir haben jetzt kurz über die Bebänderung gesprochen, schauen wir uns noch die anderen Sachen an. Was wir hier noch an der Vorderseite haben, das ist eine Austro-Alpine Cobra Schnalle mit D-Ring. Diesen D-Ring, der wird eben auch versorgt hier über eine eigene Schlaufe. Das heißt, wenn ihr den nutzen wollt, dann könnt ihr die Schlaufe einfach öffnen, könnt den D-Ring nutzen und wenn nicht, dann nicht. Das nächste, was wir haben, ist der Verstellbereich. Der Verstellbereich, der ist generell sehr groß, was ich euch bei der Größenempfehlung nahelegen kann. Wir haben auf der Website auch eine Tabelle, wo ihr einmal sozusagen euren Umfang messen könnt.
und hier dann wirklich genau auswählt, welchen Belt nehme ich. Wenn ihr zum größten Messen noch Fragen habt, wir haben auch ein eigenes Video dazu, wo ich euch auch zeige mit Messen und Co., wie ihr die richtige Größe auswählt. Das Problem ist eher, wenn ihr den Range Belt zu groß wählt für eure Größe. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine Größe Medium, wenn ich eine Größe XL wähle, dann werde ich irgendwann nicht mehr kleiner stellen können, weil ich an den Anfang der Molle-Abstände komme. Den Range Belt 2.0 findet ihr jetzt in exakt dieser Steifigkeit in allen Farben bei uns im Online-Shop. Also egal, ob ihr Schwarz, Ranger Green, Coyote, Multicam, Multicam Black und vielleicht in Zukunft noch mehr Farben haben wollt, das Ganze bekommt ihr jetzt bei uns. Falls ihr Fragen habt zum Range Belt 2.0, so schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich freue mich auch mega über Videoideen, die ihr habt oder Dinge, die euch interessieren an Black Triumph Produkten. Und in diesem Sinne habe ich noch eine ganz große Bitte an euch. Drückt bitte den Abonnieren-Button, lasst einen Like da und wie gesagt, auch gerne einen Kommentar, was ihr sonst gerne sehen wollen würdet. Bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Triumph.